Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn du wissen möchtest, wie man richtig auf die Toilette geht, und du fragst dich wahrscheinlich, ob richtig auf die Toilette gehen, das habe ich doch gelernt, das mache ich schon mein ganzes Leben. Nein, höchstwahrscheinlich gehst du schon dein ganzes Leben falsch auf die Toilette und das kann auch dazu führen, dass du Probleme hast mit deinem Darm oder ja, mit dem Darmausgang und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, und das solltest dich, das ist sehr, sehr wichtig für dich, solltest du bis zum Ende des Videos auf jeden Fall dranbleiben. So, was ich hier habe, ist ein Toilettenhocker. Und dieses Modell ist ein klappbarer Toilettenhocker. Das heißt, wenn du auch auf Reisen bist und möchtest dort auch richtig schlau kacken, dann ist dieses Modell wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Den kann ich hier so auseinanderklappen. Genau. Und so ein Toilettenhocker ist da, damit man den vor seine Toilette stellt und dann seine Füße darauf platziert. So ein Toilettenhocker hat ungefähr eine Höhe von zwischen 18 und 22 cm. Das ist idealerweise so konzipiert, dass es zu einer deutschen oder europäischen Porzellantoilette gehört. Und ja, je nachdem, wie die eingebaut wurde, rangiert das halt so ein bisschen. Also man sollte so 20 cm haben, deshalb 18 bis 22 cm. Genau. Ja. Diesen Toilettenhocker, den stellt man vor seine Toilette, um dann seine Füße darauf zu platzieren. Denn wenn wir normal auf der Toilette sitzen, dann haben wir einen Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper von 90 Grad. Und das ist sehr schlecht, um ordentlich den Stuhlgang loszuwerden. Was gut ist, ist ein Winkel von 35 Grad. Denn bei 35 Grad kann alles schön aus dem Rektum ausgeschieden werden. So, das heißt, der Vorteil von so einem Toilettenhocker ist, dass du vollständig, schnell und schmerzfrei deinen Kot bzw. Stuhlgang loswerden kannst. Darüber hinaus machst du auch noch oder gehst Themen mit deiner Prostata, Harnblase und Gebärmutter aus dem Weg und auch Nerventhemen und du schützt dich auch auf eine gewisse Art und Weise vor operativen Eingriffen, die, wenn du das nicht beachtest, gegebenenfalls notwendig wären. So genau. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich und was hat es damit auf sich? Also im Wesentlichen geht es um den Muskel Puborectalis. Und der gehört zur Beckenbodenmuskulatur und ist halt ein wesentlicher Teil vom Kontinenzorgan. Und der bildet so eine Schlaufe um das Rektum. Und je nachdem, ob der angespannt ist oder nicht, also der Puborectalis-Muskel, hat der einen Einfluss auf die Krümmung des Rektums. So, das heißt, wenn ich in meinem 90-Grad-Winkel sitze, dann ist die Krümmung von meinem Rektum nicht so, dass es schön abtransportiert werden kann. Dann ist quasi ein Knick in dem Rektum. Genau. Benutzen wir unseren Stuhl, unseren Toilettenhocker, dann und haben diese 35 Grad hier statt der 90 Grad, dann entspannt er sich und hier kann das im Rektum richtig schön rauslaufen und richtig schön entspannt, schmerzfrei, vollständig und schnell abtransportiert werden. Genau, und das ist jetzt im Wesentlichen der Grund, warum wir so einen Toilettenhocker benutzen sollen. Also zumindest was die Philosophie, also das Körperliche angeht. Früher mussten sich die Menschen darüber keine Gedanken machen, weil da wurde halt entweder in der Hocke gekackt, da hatten wir automatisch einen 35 Grad Winkel, oder im Stehen. Und ja, die Geschichte der Toilette ist halt ziemlich spannend. Also wie gesagt, früher war es ganz normal, da haben wir uns hingehockt und dann hatten wir automatisch, da mussten wir uns über sowas gar keine Gedanken machen. Ja, jetzt in unserem modernen Zeitalter, dann sind wir halt mit solchen Herausforderungen konfrontiert. Und ja, jetzt haben wir verschiedene Epochen mit der Toilette hinter uns. Das heißt, die alten Römer hatten auch schon Marmor und solche Toiletten.
Und die Asiaten zum Beispiel, die haben einfach überwiegend so Stehtoiletten, da sind Löcher einfach im Boden, das heißt, man kann sich einfach so hinhocken oder im Stehen seinen Darm entleeren. Und das Interessante ist, während in Deutschland während in Deutschland ungefähr 3/4 der Menschen einmal in ihrem Leben mindestens mit dem Thema Hämorrhoiden in Kontakt kommen, ist das halt bei den Menschen im asiatischen Raum bei 1%. Und ja, also im Prinzip müssen wir unsere Gewohnheit gar nicht so stark ändern. Wir können das, was wir seit unserer Kindheit, unsere Konditionierung auf die Toilette zu gehen, das ist ja eigentlich etwas, was wir grundsätzlich gar nicht in Frage stellen. Ne? Wie kacken wir eigentlich? Also eigentlich ist ja eigentlich schon ein verrücktes Thema. Ja, mit diesem Hocker können wir ganz einfach unsere normale, bequeme Sitzposition behalten und dadurch bekommen wir den 35-Grad-Winkel und können vollständig, schmerzfrei und schnell unseren Darm entleeren. Also diese Investition, die ist wirklich wichtig und ja, so ein Teil kostet irgendwie so 20, 30, 40 Euro, je nachdem, wo du das kaufst. Verlinke ich auch unten in der Infobox. Und ja, wenn du das interessant gefunden hast, dieses Video, dann würde ich mich über ein Like, ein Abo freuen. Und ja, das Thema Darm, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und ich bin auch ein sehr großer Fan von der Fermentation. Da habe ich auch ein E-Book geschrieben. Das kannst du dir kostenlos herunterladen und ja, dazu möchte ich dich einladen. Und wenn du das holst, dann bist du auch gleich in meinem Newsletter und dann bekommst du regelmäßig spannende, interessante Tipps von mir rund um Darmgesundheit und Fermentation. Und ich denke, ja, das wäre eine gute Entscheidung, wenn du dich dafür bereit erklären würdest. Dann freue ich mich auf unser nächstes Video und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.